Herzlichen Dank für diese Begrüßungsworte. Ich staune, ähnlich wie Sie, über die Formulierung der hier angekündigten Rede, denn ich glaube, da hat sozusagen eine Leiste Veranstalterbosheit die Regie geführt, denn nachdem ich wahrgenommen habe, in welchen Kontext meine Ausführungen hier eingebettet werden sollen, glaube ich, dass das heimliche Grundmotiv dieser Rede hätte heißen sollen: Beobachtung eines Philosophen beim Einrennen von offenen Türen. Ich glaube, das ist die Tendenz oder die Kontextuierung, mit der ich mich hier auseinanderzusetzen habe. Ich gestehe, dass ich Kurt Marti nicht gekannt habe, bevor ich in der Vorbereitung auf diese Veranstaltung auf seinen Namen und auf sein Werk aufmerksam geworden bin und habe natürlich dann auch die Ironie und die Subtilität der Regie zu würdigen begonnen, auf die ich mich jetzt versuche einzustellen. Ich selber würde bescheidener formulieren, Elemente der Theopoesie bzw. Minima Theopoetica, ausgehend von der Tatsache, dass die Theologie wie die Poesie, wie Literaturwissenschaft und die modernen Sprachwissenschaften sozusagen Teile einer allgemeinen Formulierungstheorie darstellen, die sich damit beschäftigt, dass Menschen sozusagen Thesen oder behauptungserzeugende Lebewesen sind. Also ich spreche eigentlich in einer unklaren Fakultätszuordnung, weil ich mich einer Überfakultät zurechne, die gemeinsame Oberbegriffe sucht für Theologie, Geisteswissenschaften, Sport, Musik und Handwerk. Das heißt, all die Tätigkeiten, die, indem sie ausgeübt werden, den Menschen zu dem machen, der als der Ausübende sich immer weiter qualifiziert. Ich definiere das Wort Üben als diejenige Tätigkeit, als deren Resultat, als deren Hauptresultat die Steigerung der Fähigkeit, dieselbe Handlung auszuführen, sich ergibt. Also es ist die Grundhaltung der Sprache, die Grundhaltung des Herstellens, des Machens, auch jeder Form des Dialogs, ist immer autoplastisch. Menschen sind offenkundig Lebewesen, die die Fähigkeit haben, beim Handeln die Fähigkeit des Handelns zu intensivieren. Dass dies in der Regel in der Selbstverständlichkeit versinkt, erkennen wir nach Verletzungen. Nach einem Monat des Nichtgebrauchs eines Armes oder eines Beines stellen wir fest, dass dieses betreffende Organ um 40-50% atrophiert ist. Also am Phänomen der Atrophie können wir das Komplementärphänomen der unbewussten Übung ablesen, und wo die bewusste Übung einsetzt, werden Intensivierungen erzeugt, die den Menschen allgemein als ein Lebewesen, das es kann, als Könnenswesen hervorbringen. Ich war, als ich mich mit dem Buch zu beschäftigen begann, das unter dem Titel Den Himmel zum Sprechen bringen vorliegt, von der Tatsache beeindruckt, dass es in den meisten orientalischen Sprachen, insbesondere aber auch im Griechischen, kein Wort für Religion gibt. Es gibt viele sinnverwandte Wörter, aber bei den Griechen hat es mich besonders beeindruckt, die Tatsache, dass das Wort, das man in der Regel als das Sinnverwandteste heranzieht, nämlich das Wort Eusebeia, präzise eigentlich nur mit Frömmigkeit übersetzt werden kann, aber nicht das trifft, was wir Religion
nennen, zumindest nur in der streng lateinischen Bedeutung des Wortes, wenn man Religio tatsächlich, wie Cicero vorschlägt, von re legere her deutet und damit den Akzent auf die Sorgfalt bei der Bewahrung des Protokolls im Umgang zwischen Diesseitigem und Jenseitigem zu setzen versucht. Aber ansonsten ist ja auch Plato durch seine Sprechrollenfigur Sokrates auf die Spur dieses fehlenden Begriffes gekommen und hat in seinem Dialog Eutyphron den gleichnamigen Bewohner Athens auf seinem Wege zum Gericht angesprochen. Er hat gesagt, du hast doch dir den Ruf erworben, von den religiösen Dingen viel zu verstehen. Belehre mich hierüber. Und in diesem Zusammenhang formuliert er den ersten, für uns noch brauchbaren Begriff von Religion in der griechischen Perspektive, nämlich Therapeia Theon. Das heißt, dass die Behandlung der göttlichen Dinge. Wir hören natürlich das Wort Therapie heraus in seiner ursprünglichen Bedeutungsbreite, wo es dienen, pflegen, verehren, kultisch hegen impliziert, einschließlich der heilkundlichen Bemühungen. Also Götter sind offenkundig oder göttliche Dinge sind offenkundig solche, die von einer besonders kundigen Behandlung abhängig sind. Bei Plato selber entwickelt sich der Gedanke in der Richtung, dass offenkundig die volkstümlichen Opfergebräuche für den sokratischen Gottesbegriff nicht mehr geeignet sind, weil Gott sich nicht bestechen lässt durch die Opferung von Tieren. Und je älter Plato wird, desto heftiger wird auch seine Aversion gegen die volksreligiösen, blutigen Kommunikationsformen in der Therapeia Theon. Das zweite erstaunliche Motiv, das mich betroffen hat beim Verfassen dieses Buches, ist die Tatsache, dass das Wort Theologos bei den Griechen in einer ganz anderen Bedeutung auftaucht, als wir es modern verwenden. Die einzige Analogie hinsichtlich der Paradoxie oder hinsichtlich des Bedeutungswandels im Gebrauch des Ausdrucks ist das Wort Pädagoge. Der Pädagogos bei den Griechen ist ein Sklave, der die Kinder beim Schulweg begleitet, der sie nicht unterrichtet, sondern der sie daran hindert, den Lüstlingen am Wegesrand in die Augen zu schauen. Also der Pädagoge ist nun gerade, also nicht jener Lehrer, der initiiert, sondern ist derjenige, der die Kinder vor den Päderasten schützt. Das ist eine peinliche Verkehrung, denn gerade die Päderastie hat sich ja in der Moderne in die Pädagogik selber eingeschlichen. Eine Tatsache, die nun auch vor allem ihre Kollegen von der katholischen Fakultät verstärkt heimsucht. Die Griechen haben in ihrem Theater ein System entwickelt, die Götter zur Erscheinung zu bringen. Göttererscheinungen auf der griechischen Bühne sind relativ normal. Sie wurden so intensiv gefordert, dass sogar eine eigene Bühnenmaschine erfunden werden musste, die es den Göttern erlaubt hat, auf der Bühne zu erscheinen. Aber anders als Boten oder Mitspieler eines irdischen Dramas konnten die Götter nicht durch den Seitenweg auf die Bühne treten, sondern sollten von oben her erscheinen können. Und diese Göttererscheinungsmaschine
trug bei den Griechen Athens diesen sehr bezeichnenden Namen Theologaion. Das heißt, die Götterredemaschine. Das ist eigentlich ein Kran, der mit einem langen Ausleger über die Bühne herausschwenken kann und einem Schauspieler, der sich in einem Korb am Ende des Krans befindet, die Gelegenheit gibt, von dort aus das Wort an die Sterblichen auf der Unterbühne und in das Auditorium zu richten. Der Theologos seinerseits ist eine Figur, die in der kritischen Rede des Aristoteles, wenn ich richtig sehe, zum ersten Mal auftaucht. So bezeichnet man die Dichter, wenn man meint, dass sie Göttermärchenerzähler sind, also Mythenerzähler. Der Ausdruck Theologos ist ungefähr synonym mit dem Ausdruck Mythologe. Das sind also Märchenerzähler. Ich glaube, diese Beobachtung hat mich dazu gebracht, zu fragen, wie sieht es in anderen Kulturen damit aus, den Göttern sozusagen eine Erscheinungschance einzuräumen. Von dort her ergeben sich eine Fülle von Überlegungen, die ich überwiegend in technischer Form ausführe, während die Vorträge, die ich hier teilweise mitgehört habe, in klassisch hermeneutischer Disziplin, Auslegung von Texten durch andere Texte betreiben, ist meine Form der Textlektüre vor allem medientheoretisch informiert. Ich frage mich, welches sind die technischen Bedingungen der Möglichkeit, göttliche Sprechrollen in menschlichen Gesellschaften einzurichten. Meine These ist eigentlich die, ich will jetzt versuchen, an den schwachen Stellen des Buches anzusetzen, um da einen Gedanken weiterzuführen, der hier nur andeutungsweise formuliert worden ist. Wenn Sie sich mit dem Buch ein wenig befasst haben, sind Sie wahrscheinlich auf Stellen gestoßen, die vielleicht durch ihre Rhapsodik ein wenig Ärgernis hervorrufen, denn ich beziehe mich an einigen Stellen auf das Jaspersche Theorem von der Achsenzeit und treffe über dieses Theorem einige Urteile, die für den Urheber wie auch für das Konstrukt selber nicht sehr konstruktiv sind. Ich sage, dass es eigentlich sich um eine Mystifikation handelt, an deren Auflösung viel gelegen ist, um zu verstehen, was Jaspers eigentlich gesehen hat, wenn er vom alten China über Indien, Persien, Judäa und Griechenland so ein fast gleichzeitiges Aufkommen neuartiger totalisierender Weltbildformulierungen beobachtet hat. Nach meinem Dafürhalten ist das als ein medientheoretisches Ereignis zu würdigen. In all diesen Kulturen ist relativ gleichzeitig mit sozusagen einer Dehnungsspanne von weniger als 1000 Jahren die Schrift als das größte kulturgeschichtliche Ereignis eines gegebenen Kulturraumes aufgetaucht. Jan Assmann hat ja schon darauf hingewiesen, dass das Achsenzeittheorem insofern unvollständig ist, weil die ägyptische Kultur in ihren Formulierungsleistungen den anderen sogenannten Kulturen des Durchbruchs mindestens ebenbürtig ist, jedoch 1000 bis 2000 Jahre älter aus dem Achsenzeitschema herausbricht. Aber sie erfüllt das Kriterium der Schriftförmigkeit von Weisheit. In dem Augenblick, wo Schrift als Kulturtechnik möglich wird, setzt marxistisch gesprochen, eine ursprüngliche Akkumulation von nämlichem Kapital ein, die unweigerlich zur Formulierung erhöhter Weltbildstrukturen führen kann.
mein Ausgangspunkt ist das derjenige, dass ich sage, diese achsenzeitlichen Kulturen, mit denen wir es ja auch jetzt hier durchwegs zu tun haben, sowohl als Religionswissenschaftler, die mit Monotheismus zu tun haben, aber auch als Kulturwissenschaftler, die mit Schriftkulturen zu tun haben, das eigentliche technische Merkmal der höheren Theologien und der höheren Königstheorien, die sind meistens ja auch sehr eng miteinander verbunden. Also Monarchologie und Theologie laufen in alter Zeit meistens parallel. Sie hängen ab vom Auftauchen nicht nur der Schrift als solcher, sondern dass die Schrift immer ältere Texte überschreibt. Indem sie aufschreibt, überschreibt sie auch schon. Sobald der Mythos schriftförmig festgelegt wird, entsteht plötzlich eine kanonische Form, während in der mündlichen Variante vortragsweise kein Original existierte, sondern der Mythos selber war so etwas wie eine generative Formel, die ihre verschiedenen Aufführungen gesteuert hat, um einen Kern identischer Motive herum mit einem sehr großen Variationsspielraum. Sobald die Schrift auftaucht, entsteht das Bedürfnis nach Eindeutigkeit. Mein Paradigma, das ich in dem 16. Abschnitt des Buches erläutere, ist die Urschrift des Buchs Hiob. Ich gehe davon aus, dass das Buch Hiob eine jüdische Paraphrase eines mesopotamischen alten Gedichtes ist, das um 1200 vor Christus in Babylon formuliert worden ist und das in zahlreichen Varianten in Keilschrifttafeln erhalten geblieben ist. Und seit wir die lesen können, ist dieser Ur-Hiob sozusagen rekonstruiert worden. Vor kurzem hat ein junger Japaner, der in Tübingen promoviert hat, unter dem Titel Babylonian Poems of Pious Sufferers, babylonische Gedichte über fromme Leidende, dieses Ludlul Ben Nemeki vollständig ediert in Keilschrifttranskriptionen und modernem Englisch, sodass wir sehr gut rekonstruieren können, wie es zu der späteren Hiob-Lektüre gekommen ist. Man kann übrigens dann auch erst die Genialität des jüdischen Hiob vollständig ermessen, wenn man die babylonische Matrix des Textes kennt, insbesondere die Einführung dieser Ungeheuer Behemoth und Leviathan, die gewissermaßen wie gewaltige Schöpfungsrückstände hier auftauchen, von denen in der jüdischen Genesis nicht die Rede ist. Der Vorgang der Überschreibung scheint mir das entscheidende Merkmal zu sein in dem, was ich die Theopoesie nenne. Das ist weder der Ausdruck Theopoesie selber, soll nicht ausdrücken, dass Menschen Götter dichten, soll aber auch nicht in einer Theonomen-Logik sagen, dass die Götter die Schöpfung dichten, sondern in einer medialen Logik soll der Ausdruck andeuten, dass in ähnlichem Sinne wie meine Einleitungsüberlegung es angedeutet hat, dass in dem Maß, wie Menschen Dinge tun, sie zu denen werden, die Subjekte dieses Tuns erst sein können. Und wenn nun das Grundgeschehen der Theopoesie Überschreibung älterer Texte ist, vor allem die Überschreibung von Mündlichem, dann kann man von der Mediengeschichte der alten Texte aus Rückschlüsse ziehen, auch auf die eigentlich poetische Tätigkeit, die, weil sie eben medial ist, autopoietisch ist, also weder subjektiv, wir haben es nicht mit dem subjektiven Genitiv zu tun,
in der Theopoesie, und es aber auch nicht mit dem objektiven Genitiv zu tun, sondern mit einer in unserer Sprache nicht vorhandenen medialen Form. Es ist, wenn Sie wollen, eben ein poetischer Genitiv, der autopoetisch zu denken ist. Entscheidend ist, dass das Judentum die Figur des Aufschreibens auf Tafeln von den Babyloniern übernommen hat. Ansonsten hätten wir keine Erklärung dafür, warum Moses am Sinai das Gesetz auf Tafeln bringt. Das ist ein Babylonismus oder ein Mesopotamismus klassischer Art. 2 Tafeln, die waren beschrieben mit dem Finger Gottes. Die 10 Gebote, die darauf gestanden haben sollen, sind ihrerseits Überschreibungen mesopotamischer mesopotamischer Gesetzestexte, die hier in einer rationalisierten und systematisierten Form wieder auftauchen und die man dann wieder in einer etwas längeren Form im Levitikus ja auch wiederfindet. Lassen Sie mich eine kleine Passage aus dem Buch wiedergeben, weil ich hier über das Tafelproblem noch etwas ausführlicher handle. Nämlich, dass der Herr Israels die Offenbarung am Sinai auf 2 Tafeln, beschrieben vom Finger Gottes, an Moses übergeben haben soll, deutet zum einen auf die imaginative Aneignung babylonischer Formate durch jüdische Erzähler und zum anderen auf die Rückdatierung der Deportation der jüdischen Elite nach Babylon im 6. Jahrhundert. Mit anderen Worten, die christlichen Aneignungen des Tafelmotivs knüpfen an den jüdischen Aneignungen des babylonischen Tafelmotives an. Übrigens hat ja auch diese große Lehrschrift des Johannes Klimakos über die mönchische Disziplin, die wir unter dem Titel Geistliche Tafeln überliefert bekommen haben, ursprünglich Plakoi, Pneumatikoi geheißen. Und die Geschichte der Umschreibungen ist damit ja nicht beendet. Die Zentralstelle in Nietzsches Also sprach Zarathustra redet ganz bewusst von alten und neuen Tafeln. Im 3. Zarathustra finden wir eine Kulmination dieses latenten Babylonismus, der die Kunst des Umschreibens weiterführt. Nietzsche war überhaupt der Denker, der das Parodieren bzw. das Umschreiben in religionsgeschichtlicher Perspektive zur Meisterschaft getrieben hat. Im Zarathustra variiert er ja sozusagen Lutherdeutsch, biblisches Deutsch sozusagen in einer veränderten amoralistischen Perspektive. Nebenbei gesagt hat ja auch Paulus an einer sehr wesentlichen Stelle, nämlich im 2. Korintherbrief, die Menschen beschrieben als Wesen, die so etwas wie Briefe Gottes sind, die auf Tafeln geschrieben sind, allerdings nicht auf steinernen Tafeln, also in Plaxin, sondern in Tafeln aus Herzensfleisch. Also Sie sehen, dass diese Motivwanderung, dass die Figur der Überschreibung im evangelischen Prozess selber anwesend ist. Ich will noch ein paar andere Beispiele für diesen Vorgang geben, um zu zeigen, wie alternativ gegenüber einer Hermeneutik sozusagen eine Formulierungstheorie oder eine Artikulationstheorie fähig ist, sozusagen biblische oder evangelische Textgenese viel näher am Buchstaben, als es üblich ist, zu ermöglichen, weil man hier nicht so sehr auf Sinnproduktion schaut, sondern auf die Bewegungen des Schriftträgers und der Schrift selbst.
Eines der einschneidendsten Phänomene im Vorgang der Überschreibungen oder Überformungen betrifft die Poesie der Sakramente. Das Sakramentum ist ja ursprünglich, wie man bei Adolf von Harnack und anderen hat lernen können, übrigens eher bei dem Harnack ja noch keinen Adelstitel hatte, also bei dem frühen, bevor er das von erworben hat. Das Sakramentum ist der Fahneneid des römischen Soldaten. Und das Sakrum, auf welches geschworen wird, sind die Legionsadler. Hier wird in einer gewaltigen Umschreibung sozusagen eine veränderte Form der Angelobung vollzogen, die ähnlich wie das Einschwören auf das soldatische Sakrum einen Subjektwechsel bei dem Schwörenden hervorbringt. Das entscheidende Sakrament, um das es zunächst geht, ist die Taufe, weil die Taufe ist gewissermaßen die Umformung des soldatischen Sakramentums in eine Angelobung in das Volk der Getauften bringt, nicht? Wobei sozusagen ein alter Mensch hergegeben wird, ein neuer Mensch gewonnen wird. Und in diesem Subjektwechsel wird sozusagen die Umschreibung des natürlichen Gesetzestextes im Herzen in den christlichen Text im Herzen vollzogen. Paulus hat das noch gewusst und hat daher den Heiden ja zugebilligt, dass bei ihnen so etwas wie ein natürliches Gesetz eingeschrieben gewesen sein könnte. Ja, sehr zum Ärger von Karl Barth, der ja die Spuren der natürlichen Theologie fast im Modus der Teufelsaustreibung betrieben hat. Nicht wahr? Mhm. Natürlich ist Ihnen allen bestens vertraut, das könnten Sie besser mir erklären als ich Ihnen. Und ohne den Akzent auf dem Überschreibungsvorgang wäre die ganze Beobachtung unoriginell, dass das christliche Osterfest aus einer Überschreibung des jüdischen Pessachfestes hervorgegangen ist, liegt auf der Hand, ebenso wie das Pfingstereignis durch die Überschreibung des jüdischen Festes der Übergabe der Tafeln am Sinai, 50 Tage nach dem Pessach, entstanden ist. Also hier haben wir sehr eindeutige Wendungen, die sowohl Überschreibungen als auch Subjektwechsel, das heißt also Umbeseelungen von einer heillosen zu einer heilstragenden Form von Subjektivität implizieren. Das Buch Genesis, Theopoesie höchster Stufe, überschreibt das babylonische Schöpfungsgedicht, das Enuma Elish, sowie der Hiob-Text den babylonischen Ludlul überschreibt. Also mir scheint mit den Hinweisen auf diese alten theopoetischen Motive ist eigentlich so etwas wie ein Handwerkszeug umschrieben, das sich nun in vielfältiger Weise auch auf andere Prozesse beziehen lässt. Ich selber sehe die Schlüsselstelle meines Buches im 8. Abschnitt und dann im 15., 16. und 17. Kapitel, wo ich die Poesie des Lobes, die Poesie der Geduld und die Poesie der Übertreibung und des Exzesses versuche auszuführen. Wobei ich glaube, dass die faszinierende Dimension des Religiösen am besten
von diesem Exzesskapitel her erläutert werden kann. Die Religiosität, wie sie nach wie vor faszinierend empfunden wird, geht ja eher von der Übertreibung aus und nicht von der Alltagsgestalt. Ja. Also man muss hier wahrscheinlich in eine vorkalvinistische Auffassung des religiösen Lebens zurückstreiten, in dem das Phänomen auftaucht, das Max Weber ironischerweise als religiöse Virtuosität beschrieben hat. Ich erinnere mich auch an einen Vortrag von Karl Friedrich von Weizsäcker vor fast 50 Jahren, den ich einmal als junger Mensch gehört habe, worin er sagte, aus seiner Sicht ist Religion eigentlich meistens nur die Anerkennung, die Menschen ohne religiöse Erfahrung den Menschen entgegenbringen, die welche haben. Wobei das Kriterium die Ekstase ist. Und dass die Anerkennung der Ekstase durch die Nicht-Ekstatiker überhaupt erst so etwas wie Normalreligion erzeugen kann, füllt das ganze Phänomen mit einer latenten Ironie. Denn es ist tatsächlich sozusagen ein Ausleihgeschäft immer. Es wird Evidenz, die man nicht selber hat, von Evidenzbesitzern übernommen in einem sozusagen gemeindlichen sozusagen Kreditgeschäft, weswegen Gemeinden ganz ohne Ekstatiker oder Pneumatiker eigentlich nicht wirklich existieren können. Und Karl Barth hatte keinen Grund, sich beleidigt zu fühlen, als man ihn nach der Publikation des Römerbriefs den Hochmut eines Pneumatikers vorgeworfen hatte. Das ist eigentlich das größte Kompliment, das man einem Theologen machen kann, wenn man ihm eine authentische Besessenheit attestiert. Ja. Aber eben Besessenheit durch das eine, das sozusagen eine sich selbst reinigende, einen Selbstreinigungsmechanismus impliziert. Besessenheit wird normalerweise nur in Bezug auf niederstufige Geister polytheistischer Machart bezogen. Aber das Besessenheitsphänomen reicht natürlich auch sehr weit hinauf. Es ist auch in der Philosophie anwesend, nicht wahr? Sie können keinen Satz von Heidegger verstehen, wenn Sie nicht wissen, dass er ein Besessener ist. Sie können, um einen Mann zu erwähnen, von dem ich eigentlich am meisten gelernt habe, auf sogenannten teleliterarischem Wege, Eugen Rosenstock-Huessy, der aufgrund seiner Verheiratung mit einer Schweizerin den Namen seiner Frau angenommen hat und daher zu dem schönen Namen Huessy, im gut helvetischen Eigentum nicht gelangt ist. Ist auch einer derjenigen, die in laientheologischer Position eine authentische Besessenheit verkörpert haben. Und zwar eine reflexive Besessenheit, die den sozusagen kerygmatischen Vorgang als solchen reflexiv auf den Begriff bringt, indem er den gesamten geschichtlichen Bogen der Verkündigung von 2000 Jahren als eine riesige imperativische Reihe beschreibt, wo sozusagen ein Apostel durch die anderen hindurchruft, so wie Odysseus den Pfeil durch die Ösen der 20 Äxte hindurchschießt. Also es hat etwas von stiller Post, aber als Weltgeschichte gedacht. Also ich will das sozusagen als persönliche Konfession hier einbringen, damit Sie ungefähr wissen, woher meine mediumistischen
Begriffe stammen. Also da ist sehr viel Rosenstock-Hüssi drin. Wie auch in jüngerer Zeit bei mir immer mehr Hermann Schmitz herauszuhören ist. Ich weiß nicht, ob der Name überhaupt schon mal in den Weg gekommen ist. Das ist in meinen Augen eigentlich der bedeutendste Theologe sage ich schon fast, Philosoph des letzten halben Jahrhunderts. Theologe insofern, als er eine Theorie der Atmosphären formuliert hat, die letzten Endes auf eine Geisttheorie hinausläuft, die Geist als räumlich ergossene Sympathie denkbar macht. Also ein Kryptotheologe, wie er im Buche steht, und daher überaus empfehlenswert. Ich glaube, mehr als dies, was ich jetzt gesagt habe, sollte ich hier gar nicht tun. Sie werden verstanden haben, dass ich eigentlich nur einmal ein paar Tonleitern auf meinem Instrument hier so probeweise habe vorspielen können. Den eigentlichen Text muss ich Ihnen leider vorenthalten. Meine Herzensangelegenheit ist das Kapitel Hiob in dem Buch. Das werden Sie vielleicht bemerkt haben, wenn Sie das näher angesehen haben. Und die zweite Herzensangelegenheit ist in den Schlusssätzen des Buches verzeichnet, wo ich den Gedanken auf die Spitze treibe, dass die Religionen ihre Funktionen abgelegt haben nach und nach. Also dass sie alle Eigenschaften, die sie in der Geschichte ausgeübt haben, als Formen der sozialen Synthesis inzwischen an weltliche Substitute haben delegieren können, bis hin zu den Lebensversicherungen. Wahrscheinlich sind die Amerikaner deswegen noch viel frömmer als wir, weil die eben ein sehr viel schlechteres Versicherungssystem haben. Das ist natürlich ein wenig heretisch, aber ich glaube, im Sinne des Religionsfunktionalismus auch eine zulässige Aussage. Aber wenn man den Funktionalismus ganz abstreifen möchte, kommt man zu der These, bei der mein Buch endet, nämlich was die Religion so heute sogar als frei gewordener Überschuss der menschlichen Theopoiesis existiert, wobei es nicht mehr nötig oder auch nicht mehr legitim ist, zwischen dem objektiven und dem subjektiven Genitiv zu unterscheiden. Das heißt, in einem reinen Überschuss ist das Beste, was geschehen kann, anwesend. Und beim Besten darf man nicht fragen, wozu. Vielleicht darf ich hier aufhören. RefLab